Ich bin beim Durchblättern meiner alten Märklin-Magazine auf einen Bericht gestoßen, eine Bauanleitung von einem 12-achsigen Tiefladewagen UAI 821. Bei diesen Wagen werden dann wohl bei der Beförderung von selbsttragenden Ladegütern die Ladegüter direkt zwischen die Tragschnäbel gehängt und bei der Beförderung nicht selbsttragender Ladegüter können in die Tragschnäbel Durchlade-Längsträger eingehängt werden. So unter anderem der Text hier im Märklin-Magazin. Für mich eine ganz interessante Variante, weil mit den 12 Achsen unterscheidet der Wagen sich doch nochmal ganz erheblich von den von Märklin angebotenen Schwerlastwagen mit der 4617 oder auch der 4618. Wie wir sie wohl alle aus dem Märklin-Sortiment kennen. Ich glaube, er wird auch heute noch produziert. Gefunden habe ich den Bericht in dem Märklin-Magazin Nummer 1 von 1974. Habe hier mal ein paar Fotos gemacht. Es sind 4 Seiten mit dieser Bauanleitung. Konnte das leider nicht perfekt fotografieren, weil meine Märklin-Magazine aus dieser Zeit alle in Bücherform eingeklebt sind. Deswegen konnte ich hier die Seiten nicht ganz flach herausfotografieren, aber ich denke, man kann das erkennen. Es ist auf der linken Seite ein Vorbildfoto, wo man dann ungefähr ahnen kann, wie der Wagen im Original aussah. Und die anderen 3 Seiten sind hauptsächlich mit den Bemaßungen der Bauteile, die Märklin damals komplett bemaßt hier in dem Magazin in der Bauleitung abgebildet hat. Und es besteht hier wohl die Möglichkeit, 3 verschiedene Varianten des Wagens aufzubauen. Das heißt, die Drehgestelle mit den Trägern sind immer gleich und die eingehängten Mittelteile unterscheiden sich. Das heißt, hier in der oberen Variante sind diese Längsträger eingehängt, in der mittleren Variante hängt der Transformator wohl direkt und in der unteren Variante sind die Längsträger ausgehängt und die Wagen sind direkt aneinander gekoppelt. Wir haben uns dann hier für die mittlere Variante entschieden, weil im Text stand dann schon, dass die obere Variante, hier auch die längste, doch ziemlich Probleme macht in der einen oder anderen Kurve und da wir auf meiner kleinen Märklin-M-Gleisbahn hier nur die engen Spielzeugradien sozusagen zur Verfügung haben, wollte ich es nicht riskieren, hier dann beim Fahren irgendwelche Probleme zu bekommen und die untere Variante ohne den Mittelteil einzuhängen, fand ich dann zu langweilig. Ich möchte hier aber vorausschicken, dass wir hier nicht versuchen, ein perfekt durchgestaltetes Modell für die Vitrine zu entwerfen, sondern eher Details etwas abgespeckt, aber dafür funktionell für die Spielbahn. Das Ding soll nachher wirklich seine Runden drehen. Und perfekt detaillierte Modelle, das können andere wirklich besser. Aber das Ganze ist natürlich dann auch mit einem riesen Zeitaufwand verbunden. Benötigt werden dann zweimal die 4617, das heißt der Wagen mit dem Travo, am besten in der alten Variante. Die beiden Travos werden in dieser Bauanleitung sozusagen beschnitten und neu zusammengeklebt, um einen längeren Transformator draus zu machen. Wenn man ihn allerdings nachher im 3D-Druck ausdruckt oder selber bastelt, dann geht natürlich auch die 4618 mit der Kiste als Beladung. Ich hatte natürlich die Problematik, dass ich hier wirklich ein schlechtes Gewissen hatte am Anfang, die alten beiden Märklin-Wagen zu zerlegen, die in einem relativ guten Zustand waren. Aber im Endeffekt habe ich das dann gemacht und nach dem Zerlegen sieht der Wagen dann so aus. Vorne haben wir die Drehgestelle, die auch nur aus Kunststoff bestehen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das Metall ist, aber Metall sind wohl nur die Untergestelle hier oben links im Bild, die sogenannten Fahrgestelle. Und das enorme Gewicht bekommt der Wagen, in dem dieser Träger hier komplett aus Metall besteht. In der Anleitung könnt ihr hier dann nochmal sehen, dass die Maße im Grunde genommen alle vorhanden sind für sämtliche Bauteile. Die Materialien sind damals wohl vorgeschlagen gewesen, 1 und 2 mm Sperrholz zu verwenden. Das Ganze ist natürlich eine ziemliche Fummelei. Heute würde man das dann eher aus Kunststoffplatten, Polystyrol oder ähnliches in der Richtung machen. Wäre wesentlich leichter zu bearbeiten, als das Sperrholz hier zu verwenden. Aber damals war das wohl die einzige Alternative. Wir sind dann hingegangen und wollten natürlich hier den 3D-Druck dafür nutzen, haben aber den Wagen dann sozusagen nicht komplett im 3D-Druck als fertiges Komplettmodell zum Ausdrucken konstruiert, sondern haben die Maße übernommen und haben sozusagen unseren eigenen Bausatz im 3D-Druck hier erstellt, weil das die wesentlich einfachere Variante war. Und hier sind dann unsere ersten Testdrucke, haben die Teile dann zusammengebaut, um überhaupt mal erst zu schauen, ob das von den Maßen her hinkommt und das Ganze funktioniert. Hier war dann sozusagen der erste Auflieger komplett fertiggestellt und bevor wir hier irgendwas an den Wagen noch groß zersägt haben oder zerlegt haben, sind wir hingegangen und haben das Ganze erstmal auf Probe zusammengebaut. Das heißt, man kann hier erkennen, dass oben noch die Schrauben rausgucken, dann sind die sozusagen die Drehpunkte. Von unten sieht der Wagen dann so aus, dass wir unten auch noch eine Platte untersetzen mussten, von unten die Schraube eingedreht, geguckt haben, dass das nachher trotzdem mit der
dritten Achse in der Mitte, die nachträglich wieder eingesetzt. Und dadurch, dass alles funktioniert hat, sind wir dazu übergegangen, dann die Originale auszudrucken. Haben dann hier nochmal einen weiteren Test gemacht. Hier sind dann sämtliche Bauteile für eine Seite des Wagens ausgedruckt. Hier dann nochmal die kleine Steuerkabine, die für jedes Wagenende gebraucht wird. Und nachdem wir das zusammengeklebt haben, haben wir dann hier unsere erste Stellprobe, wo wir die Höhe noch ermittelt haben, indem wir mit Unterlegscheiben experimentiert haben, um zu gucken, dass das auch wirklich funktioniert. Bei der nächsten Variante haben wir dann die Muttern hier versenkt, sodass wir mit kürzeren Schrauben arbeiten können. Und hier ist dann das vorläufige Endergebnis, der Wagen mit den richtigen Maßen. Und so haben wir dann den zweiten ausgedruckt. Im originalen Märklin-Plan werden die Drehgestelle an 3 Seiten gekürzt, damit die Drehgestelle etwas näher zusammenrücken. Dann entspricht das wohl eher den Vorbildmaßen. Wir sind allerdings hingegangen, um hier weitere Fehlerquellen zu verhindern und das Ganze möglichst einfach zu halten, haben wir einfach die Maße von unserem Aufsatz oben verlängert. Damit entspricht das nicht mehr ganz den Vorbildmaßen. Aber da bei uns der Spielspaß mehr im Vordergrund steht als die Detail- oder Vorbildtreue, ist das für uns eigentlich ein guter Kompromiss gewesen. Allerdings, als ich dann auf der einen Seite vom zweiten Drehgestell, was nach innen liegt, das Gitter entfernen wollte, beziehungsweise die Puffer entfernen wollte, ist mir dieser Wagenteil komplett auseinandergebrochen. Sodass wir dann hingegangen sind und zumindest die inneren Drehgestelle zur Mitte hin dann auch abgesägt haben und verkürzt haben, denn das Geländer musste auf dieser Seite auf jeden Fall weg. Und so sehen die Wagen dann im Endeffekt in der endgültigen Variante aus. Man kann hier sehen, dass zur Wagenmitte hin das Geländer entfernt wurde und wir den Wagen da ein bisschen eingekürzt haben. Die andere Seite ist komplett original geblieben. Und hier war dann unser erster Stellversuch, das heißt, die beiden Wagen komplett zusammengebaut und im mittleren Teil dann sozusagen eine Ladefläche geschaffen, um den Transformator aufzusetzen. Und das war dann unser erster Stellversuch mit dem Transformator als Beladung und das sah dann relativ merkwürdig aus. Die großen Wagen, ein viel zu kleiner Transformator und der ganze Transformator nachher viel zu hoch eingehängt, also sah nicht wirklich aus wie ein Schwerlastwagen. Laut Märklin Bauanleitung sollte man ja dann die beiden Transformatoren hier auf der rechten Seite zersägen und zerschneiden und neu zusammenkleben. Ich habe dann geschnitten, gesägt und gefeilt und nachdem ich sie zusammengeklebt habe, das Ganze trotzdem nicht perfekt war, habe ich gesagt, okay, ich kann mir hier eigentlich das Spachteln und Verschleifen sparen und auf der linken Seite seht ihr dann unseren neuen Transformator, den wir dann versucht haben, dem alten im 3D-Druck auch nachzuempfinden. Und das war auf jeden Fall die bessere Lösung, als dieses schräg geklebte Teil dann nachher ausbessern zu müssen. Und so sah dann die erste Stellprobe aus. Der Wagen hier komplett auf der Anlage, der Transformator jetzt auch wesentlich tiefer hängt und so sieht das Ganze dann wirklich nach einem Schwerlastwagen aus oder nach einem Tragschnabelwagen aus. Die Einzelteile kamen dann runter zum Kodieren, wurden dann mit dem Airbrush weiter lackiert. Die Kabinen wurden vorgesprüht, dann habe ich hier noch matte Fensterscheiben eingesetzt, damit man nicht komplett durch die Kabine durchschauen kann und danach erst das Dach aufgeklebt. Und zu guter Letzt, weil das Ganze dann nicht ganz von der Höhe funktioniert hat, haben wir nochmal 2 Unterlegscheiben nachproduziert, um den Transformator noch ein bisschen weiter nach oben zu hängen. Und warum das so der Fall ist, das seht ihr jetzt hier in dem Bild. Und zwar durch das Ausschwenken im Innenbogen könnt ihr hier erkennen, dass wir ja auf der Anlage über die Signalkästen drüber müssen. Und mit den beiden letzten Unterlegscheiben hat das dann funktioniert. Hier habe ich dann nochmal ein Foto gemacht auf den 5100er Bogen und da seht ihr, wie weit der Wagen dann zur Mitte hin überhängt. Bei den Signalen auf meiner Anlage ist es kein Problem, da habe ich genug Platz, aber wenn man jetzt hier auf einer Anlage im Innenbogen sozusagen seine Oberleitungsmasten stehen hat, dann wird dieser Wagen dann nicht mehr durchkommen. Ich habe jetzt auch nur den 5100er Bogen genommen und die 5120er habe ich gar nicht probiert, weil sie auf meiner Anlage nicht vorhanden sind. Und so weit wollen wir den Wagen dann eigentlich ja auch nicht quälen. Ja, und das ist dann das vorläufige Endergebnis. Man könnte das jetzt hier natürlich noch weiter detaillieren und was nicht ganz vorbildgerecht ist, ist die Aufhängung von dem Transformator. Der müsste eigentlich jetzt noch oben abgestützt werden, damit er im Grunde nicht nach unten knicken kann. Aber im Modell ist das in dem Sinn kein Thema. Das Ganze funktioniert, ist natürlich nicht ganz so stabil wie jetzt der alte
Schwerlastwagen von Märklin, wo das Traggestell sozusagen komplett aus Metall besteht. So ist das ganz alltagstauglich und kann ganz normal im Fahrbetrieb eingesetzt werden. Von dem UAI 821 habe ich in dem Sinn keine direkten Bilder mehr gefunden, aber von anderen Varianten, die dann teilweise noch mehr Achsen haben. Und ich habe mich dann da ein bisschen mit der roten Farbgebung dran orientiert. Wir werden unsere Daten dann wieder bei Thingiverse einstellen, zur freien Verfügung und auch gern zum Weiterarbeiten. Jemand, der sich vielleicht mehr mit den Details noch beschäftigen will, kann dann im 3D-Druck unsere Daten als Grundlage nehmen und das Ganze dann noch wesentlich detaillierter ausführen. Für mich oder für uns auf meiner kleinen Spielbahn hier ist die Ausführung so komplett ausreichend. Alles Weitere steht jetzt für mich nicht mehr so ganz im Verhältnis, hier noch wesentlich mehr Zeit zu investieren. Und das war's dann mit meinem Video mit dem 12-achsigen Tragschnabelwagen aus dem 1974er Magazin. Wenn es für irgendjemand eine Anregung ist, etwas nachzubauen, dann würde mich das sehr freuen. Die Daten, wie gesagt, versuche ich bei Thingiverse wieder einzustellen. Dort kann man sie dann weiterverarbeiten oder sich einfach nur ausdrucken und Spaß damit haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.